Hallo meine lieben Strickerinnen und kreativen Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder da seid zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich begrüße euch hier auf meinem Channel aus Berlin. Ich stricke schon seit 20 Jahren und ich spinne auch ganz gerne Wolle manchmal. Manchmal mache ich auch ein bisschen Makramee. Ein bisschen nähen, aber hauptsächlich stricken zu 99% findet ihr hier bei mir in meinen Videos. Ich freue mich also sehr, dass ihr da seid und ich konnte es kaum erwarten, euch meinen neuen oder meinen Fortschritt zu zeigen, was ich so in letzter Zeit gestrickt habe, weil ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viele fertige Projekte, sondern vor allem WIPs, Works in Progress, also Projekte auf den Nadeln. Zuallererst möchte ich aber auf ein Thema eingehen, das mir am Herzen liegt. Und zwar war am 24. April, also gar nicht so lange her, der 10. Jahrestag vom Einsturz des Rana Plaza Gebäudes. Das war ein Gebäude in Bangladesch, in dem vor allem sich Textilfabriken befanden, unter anderem. Und dieses Gebäude ist eingestürzt und hat über 1000 Menschen in den Tod gezogen. Das ist nun 10 Jahre her und dazu hat der Verein Fashion Revolution einige Aktionen gestartet. Ich folge ein bisschen den Aktionen von Fashion Revolution und da geht es vor allem darum, aufmerksam zu machen auf die schlechten Arbeitsbedingungen und auch die mangelnde Umweltverträglichkeit der Mode- und Textilindustrie. Warum erzähle ich euch das? Wenn ihr euch etwas näher über das Thema informieren wollt, habe ich einen Blogbeitrag dazu geschrieben für meine Arbeit. Und wenn ihr auch mitmachen wollt und vor allem die Kampagne unterschreiben wollt, Good Clothes Fair Pay, das ist eine Kampagne, die auf eine EU-Petition abzielt. Und das könnt ihr ganz einfach online unterschreiben. Ich lasse euch den Link unten in der Box. Und das wäre natürlich super, wenn ihr unterschreibt, denn wenn genug Unterschriften gesammelt werden, dann kann auch etwas gesetzlich geändert werden, damit vor allem Frauen, die in dieser Industrie arbeiten, auch besser geschützt sind und ihre Menschenrechte nicht mehr verletzt werden. So, das war ein kurzer Einstieg in dieses Thema. Also geht gerne meinen Blogbeitrag lesen, wenn ihr da etwas ein bisschen Näheres darüber wissen möchtet und auch die Kampagne unterschreiben wollt. Ja, einem anderen Thema. Und zwar finde ich das super toll, dass man über Social Media, also in meinem Fall jetzt diese Videos, die ich auf YouTube mache, auch Menschen kennenlernt. Und ich freue mich natürlich immer sehr über eure Kommentare, über eure Abos und es motiviert mich auf jeden Fall weiterzumachen. Und ein Kommentar hat mich ganz besonders gefreut, der kam von Bettina, die unter meinem Video mit meinem Projekttäschchen, die ich selbst genäht habe, diese japanischen Taschen, die man am Handgelenk trägt, könnt ihr gerne bei Folge 3, glaube ich, gucken gehen. Sie hat da was kommentiert, und zwar, dass sie auch im selben Kiez in Schöneberg lebt und auch manchmal stricken und spazieren geht. Das war super nett und ich habe zurückkommentiert, dass wir uns da gerne treffen könnten, ohne wirklich zu erwarten, dass es ernst genommen wird. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass meine Antwort ernst genommen wurde und wir haben uns tatsächlich getroffen. Waren ein bisschen spazieren im Regen, aber dann auch etwas essen und haben auch über Stricken uns ausgetauscht und unsere Projekte dabei gehabt. Das war sehr, sehr schön. Ich kann euch nur ermutigen, Ähnliches zu tun, euch zu trauen, auch einen Kommentar zu hinterlassen bei jemandem, den ihr interessant findet, oder einfach fragen, ob man sich trifft. Da kommen immer sehr schöne Bekanntschaften zustande und man verbringt eine schöne Zeit. Also dafür großes Dankeschön.
Die Strickwelt spielt sich mittlerweile sehr, sehr stark online ab, was sehr gut ist, weil man mit Menschen aus der ganzen Welt sich connecten kann. Und Stricken ist ja eher so ein Hobby, was man für sich vor allem zu Hause macht. Deswegen ist es auch schön, wenn man auch dann mal rauskommt und sein Hobby auch in Person zeigen kann. Und Bettina hat wirklich wunderschöne Sachen gestrickt oder strickt wunderschöne Sachen und sie strickt auch schon seit 50 Jahren, also länger als ich. Deswegen war es natürlich auch wirklich toll, sich da auszutauschen. Das waren so die 2 Punkte zum Einstieg. Und ich gucke hier auf meinen Spickzettel, weil ich heute einiges für euch mitgebracht habe und deswegen gucke ich hier ein bisschen auf meinen Spickzettel. Dann mache ich auch schon weiter mit meinen fertigen Projekten. Heute habe ich nur 2 fertige Sachen euch zu zeigen. Also erstens mein Sockenpaar, das hatte ich euch letztes Mal schon gezeigt. Da war eine Socke schon fertig, die hatte ich ja im Schrank gefunden. Die lagen da schon seit ein paar Jahren und die sind endlich fertig und passen mir sehr gut. Also das war ein Rest von Schoppelwolle hier für den Schaft und von dem Zauberball. Und den Fuß habe ich in Schöller und Stahl gestrickt. Oh, und dieses Neongelb hier, das ist ein Beilaufgarn, um die Spitze und die Ferse zu verstärken. Und ich ziehe die auch mal schnell an, weil ich bin gerade noch barfuß und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich trage Socken auf jeden Fall fast das ganze Jahr, außer vielleicht Juli, August, wenn es wirklich zu heiß ist in den Schuhen, oder ich Sandalen trage. Aber zu Hause trage ich, glaube ich, das ganze Jahr Wollsocken und weil sie einfach angenehm sind und warm halten, aber auch atmungsaktiv sind. Also mir ist eigentlich fast nie zu warm in Wollsocken und ich bin froh, dass ich jetzt mein Vorrat an Wollsocken ein bisschen aufgestockt habe, weil wenn ihr schon länger meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich da ein bisschen einen Mangel hatte an Wollsocken. Ja, das wäre so das Erste, was ich fertig gestrickt habe. Dann hatte ich euch das letzte Mal schon den Kragen gezeigt, den ich für meinen Freund gemacht habe. Mit der Sequence Knitting Technik aus dem Buch von Cecilia Campochiaro. Wenn ihr da genauer was drüber wissen wollt, dann schaut gerne die vorherige Folge. Der Kragen für ihn ist fertig. Er hat ihn natürlich seit einem Monat schon. Trägt er ihn aber auch damit in Norwegen. Ich füge euch hier ein Foto ein oder hier, damit ihr euch das angucken könnt. Er ist auf jeden Fall ganz zufrieden damit und steht ihm gut und trägt sich gut, fühlt sich gut an. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Objekt geworden. Das war es auch schon mit den fertigen Projekten. Das heißt, ich mache weiter mit den Sachen, die ich gerade dabei bin zu stricken. Und dann, da der Mai schon da ist, wir sind schon im Mai, seht ihr mich jetzt hier auch schon im Top sitzen. Und dieses Top habe ich tatsächlich selbst auch entworfen. Das habe ich Cerise getauft, also Kirsche auf Französisch. Und erstmal wegen der Farbe und auch wegen des Musters hier auf den Trägern und unter dem Arm. Dieses Top habe ich 2-mal gestrickt. Version Nummer 1 habe ich letztes Jahr im Frühjahr gestrickt. Das ist der hier. Hier kann ich euch die Details ganz gut zeigen. Hier habe ich einen... das ist irgendwas zwischen einem Lace-Muster und einem Zopfmuster, nicht ganz, weil es ist also ein Zopfmuster mit 2 Maschen, könnte man sagen. Und die Rippen hier, die sind alle mit verschränkten Maschen gemacht. Ja, die Idee dahinter war, dass ich gerne einen Top wollte, was die Taille betont, deswegen hier diese diagonale Linie, die mit dem Rippenmuster entsteht. Dieses Top war Version Nummer 1, das habe ich mit der Schulana Lilana gestrickt. Das ist ein Garn, das hat
56% Leinen und 44% Schurwolle. Das Garn hat mir so gut gefallen und es fühlt sich so gut an auf der Haut, dass ich das gerne nochmal stricken wollte. Außerdem wollte ich ein zweites, dieses Top nochmal stricken. Etwas eng anliegender, das hier sitzt ja etwas weiter und lockerer. Und ich wollte eins, das richtig schön eng anliegt und auch ein bisschen cropped ist. Also das reicht mir ungefähr bis zum Bauchnabel, ein bisschen weiter drunter. Je nachdem, meistens trage ich eine Hose, die einen hohen Bund hat und deswegen sieht man meinen Bauch nicht. Aber man kann die Länge anpassen von diesem Top, weil es von oben nach unten gestrickt wird. Also man nimmt an den Trägern, an den Schultern hier, macht man einen Provisional Cast-On, also man nimmt die Maschen nur so auf, dass man nachher das wieder aufmachen kann und die Maschen wieder aufnehmen kann. Also man lässt die lebhaft, die Maschen. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt gerade, wie man das ausdrückt. Auf jeden Fall strickt man die Träger hier runter und nimmt hier auch etwas Maschen auf, damit man hier eine Rundung bekommt. Dann macht man hier vorne genau wieder auch ein Provisional Cast-On. Den Rücken strickt man gleich. Natürlich ist er nicht ganz so weit ausgeschnitten wie vorne. Und man nimmt hier auch für die Armausschnitte hier Maschen dann auf. Unter den Armen schlägt man auch Maschen provisorisch an, macht man einen provisorischen Anschlag. Und genauso im Rücken. Und dann verbindet man vorne und hinten und strickt es dann in der Runde fertig nach unten. Das bedeutet, dass die Länge sehr gut anpassbar ist von diesem Top. Also das ist jetzt hier sehr kurz, aber wenn man das nicht so kurz mag, dann kann man das sehr leicht anpassen, indem man das einfach länger strickt. Und ich wollte das gerne so eng anliegend, dieses Top haben und ein bisschen knapp, weil ich das gerne zum Tanzen trage und dieses Garn einfach super angenehm ist. Das heißt, ich kann da drin Salsa tanzen und wenn mein Partner mich hier an der Schulter hält, dann nimmt mein Top oder das Top den Schweiß ein bisschen auf und mein Partner muss nicht hier ein verschütztes T-Shirt, seine Hand auf ein verschütztes T-Shirt legen, was nicht unbedingt immer angenehm ist. Also das war der erste Hintergrund. Und der zweite Hintergrund ist, dass ich dieses Top, also die Version 1, so gerne getragen habe, dass ich im Winter oder das ganze Jahr fast immer ein Unterhemd trage unter meinem, also erst trage ich meinen Strickpullover, dann trage ich meistens noch eine Bluse oder irgendein Oberteil und darunter nochmal ein Top, also ein Unterhemd. Nach dem Zwiebelprinzip ziehe ich mich also an und das ist wirklich mein Lieblingsunterhemd. Ich trage das fast das ganze Jahr, weil es sich einfach so gut anfühlt. Es passt unter allem drunter, weil es so schön eng anliegt. Und genau, und falls es mir doch zu warm ist, kann ich einfach alles ausziehen und ich habe nicht nur so ein olles Unterhemd an, sondern ein schönes Top drunter. Also es ist wirklich eines meiner Kleidungsstücke, dieses Top. Und dazu findet ihr die Anleitung auf Ravelry, die gibt es auch gerade nur auf Englisch, da ich die Anleitung auch übersetzen möchte und ich diese Top so toll finde, möchte ich das gerne nochmal stricken für diesen Sommer. Und dafür war ich bei Needles and Pins in Kreuzberg und habe mir nochmal diese Schulana gekauft. Sie hatte bei Needles and Pins, die Verkäuferin, gerade nicht so eine Riesenauswahl, deswegen ist es ein etwas ähnlicher Farbton geworden. Also das hier ist ja so Bordeaux-Rot, würde ich sagen, also oder Kirschrot, weil es heißt das Cerise eigentlich, und das hier ist mehr Aubergine, hat einen eher Auberginenton. Aber das macht ja nichts, weil ich werde die beiden Tops ja nicht zusammentragen, also ist das egal, es muss nicht zusammenpassen oder sowas. Ich hätte einfach gerne eine Farbe gehabt, die komplett anders ist, aber diese Farbe gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen ist es auch nicht so wichtig. Aber ja, genau, also ich habe mir jetzt diesen Aubergine-Ton gekauft und werde dieses Top demnächst nochmal stricken, um die Anleitung dann auch zu übersetzen, damit es mir leichter fällt. Ja, genau. Und da ich eben gerne mehrere von diesen Tops hätte und auch mit einem anderen Muster, weil das werde ich jetzt 3-mal gestrickt haben mit diesem Muster hier. Also ich werde euch Fotos einfügen, damit ihr das besser sehen könnt. Die
Das Muster ist auch hinten im Rücken identisch. Ja, ich werde euch Fotos einfügen, dann könnt ihr das einfach besser begutachten. Und da ich eben gerne mehrere von diesen Tops hätte und die Konstruktion von dem Top super angenehm finde und die Fertigstellung hier ist auch mit I-Cords überall, also die Träger strickt man an den Rändern, haben I-Cords und dieser provisorische Maschenanschlag ermöglicht einem hinterher einen I-Cord am Halsausschnitt, am Rückenausschnitt und unter den Armen zu arbeiten. Und das macht natürlich ein sehr schönes Finishing. Ja, und wie gesagt, ich möchte mehrere von diesen haben, aber natürlich nicht alle mit demselben identischen Muster. Also habe ich hier ein neues Top angefangen. Hier muss ich sagen, habe ich wirklich meine Komfortzone verlassen, was die Farbe angeht. Ich finde die Farbe wirklich schön, aber ich bin jetzt nicht so der Grün-Typ. Ja, aber manchmal verlasse ich gerne meine Komfortzone. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich was in Grün stricke, obwohl es nicht meine Lieblingsfarbe ist. Und also das strickt man genauso. Man fängt an den Trägern oben an und wie ihr seht, habe ich Vorderteil und Rückenteil hier schon miteinander verbunden. Am Unterarm, also am Armausschnitt meine ich. Und diese kleinen gelben Fäden, die hier seht, das ist der provisorische Maschenanschlag. Den mache ich hinterher wieder auf und dann kann ich die I-Cords da stricken. Das Muster sieht so aus. Also es ist auch mit Umschlägen und ein bisschen elastisch. Ja, es ist ganz süß. Es ist auch hier unter den Armen. Mache ich das weiter. Genau. Es gefällt mir super gut. Das hier habe ich jetzt Limon getauft, wegen der Farbe und ja, weil diese 3 kleinen Umschläge hier, das erinnert mich einfach an kleine grüne Zitronen und deswegen heißt es Limon. Limon bedeutet einfach Zitrone auf Spanisch. Ja, soweit bin ich gerade und also den komplizierten Teil habe ich jetzt fertig. Jetzt geht es darum, das einfach so lang zu stricken, wie es mir gefällt. Und ich überlege noch, ob ich hier eine Musterwiederholung hinzufüge oder nicht. Ich meine, das kann dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie das dann machen möchte. Und zum Schluss werde ich unten auch das mit einem I-Cord abschließen, glaube ich. Bei den anderen hatte ich das italienisch abgekettet wegen des Rippenmusters, aber hier werde ich kein Rippenmuster oder so ein Bündchen stricken, sondern einfach dieses Muster bis zum Ende und unten wahrscheinlich ein I-Cord. Mal sehen, habe ich noch nicht ganz entschieden, aber das ist auf jeden Fall gerade mein Sommerprojekt und das macht mir ganz großen Spaß. Ich stricke das auf einer 2,5 mm Nadel, damit eben das Maschenbild schön geschlossen ist und ja, es so schön anliegt. Mit der Zeit stretcht es sich auch ein bisschen, also es hat Negative Ease, das bedeutet, dass es, wie sagt man das, kleiner gestrickt ist als meine Körpermaße, damit es eben schön anliegt. Aber ich muss auch hinzufügen, mit der Zeit dehnt sich das ein bisschen, also Leinen verliert ein bisschen also ist ja nicht elastisch. Das wird mit dem Wollanteil natürlich kompensiert. Aber wie gesagt, das hier ist auch ein bisschen gewachsen, aber es passt perfekt. Ja, es ist um vielleicht 3 cm oder sowas, ganz grob geschätzt, gewachsen, seitdem ich das trage. Und ich habe es auch schon einige Male gewaschen, auch wenn ich das nicht nach jedem Tragen wasche. Ja, letztes Mal hatte ich euch mein Lama-Oberteil gezeigt, also mein Oberteil aus Lama-Garn. Und ich hatte euch gefragt, in welcher Farbe ich den passenden Rock dazu stricken soll oder mit welcher Farbe ich den Bund beginnen soll und dann weitermache. Das Oberteil habe ich mittlerweile fertig. Ich glaube, letztes Mal hat mir noch der eine Ärmel gefehlt. Also fertig. Ich habe es gewaschen und gespannt. Es hängen aber hier noch ein paar Fäden dran. Genau, so sieht es aus. Ich bin wirklich ganz zufrieden damit. Ich ziehe es vielleicht einfach mal kurz an, dann könnt ihr euch das besser angucken. So sieht es aus.
Hier hängen noch ein paar Fäden, aber ignoriert das bitte. Also die Ärmel sind fertig. Ich wollte ja auch den einen Ärmel in braun zum Teil machen und den anderen weiß lassen. Hier vorne, das hatte ich ja schon alles erklärt, dass ich das hier vorne offen gelassen habe, weil ich gerne meinen Bauchnabel zeigen wollte. Und den Kragen kann man hier so umschlagen, wie einen kleinen Polokragen. Den habe ich jetzt hier so festgespannt, aber natürlich kann man den auch hochklappen, wenn man das lieber so nach oben tragen möchte. Deswegen werde ich das hier nicht festnähen, sondern einfach so lassen. Und dann hatte ich euch ja gefragt, in welcher Farbe ich den Bund des Rocks anfangen soll. Und ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen. Vielleicht, ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich glaube, es hat ein bisschen überwiegt, die Kommentare, die meinten, ich soll mit dem Bund in Braun anfangen. Und das war auch so meine Tendenz. Deshalb habe ich das auch so gemacht. Da bin ich hier also gerade. Das heißt, ich habe den Bund 1 rechts, 1 links in braun gemacht und einfach so weit gestrickt, bis ich keinen Braun mehr hatte. Weil der Rock geht ungefähr bis unter meinen Bauchnabel, möchte ich den tragen. Und was ich gemacht habe, weil dieser Rock, ich habe noch genug Garn, also ich schaffe den auf jeden Fall fertig. Vielleicht bleibt ein bisschen was übrig, weiß ich noch nicht genau, aber ich war mir nicht sicher, da ich nicht so viel Garn hatte und ich wollte einfach einen eng anliegenden Rock haben. Aber der Po braucht natürlich mehr Platz. Hinten braucht man einfach mehr Stoff am Rock als vorne. Deswegen, das sieht man hier wahrscheinlich nicht auf Kamera, aber ich habe verkürzte Reihen, ca. 4 cm hier gestrickt, sodass ich hinten mehr Stoff habe, mehr Länge habe als vorne, damit eben mein Po da reinpasst und es nicht zu eng wird und man dann durch die Maschen gucken kann. In diesem weißen Abschnitt hier habe ich auch ca. 10 Maschen, so ein bisschen verteilt, auf mehrere Runden aufgenommen, damit es eben gut passt. Was ich ganz nett fand, eine von euch hat kommentiert, dass es dann aussieht wie ein kleiner Tennisanzug, wenn ich das dann so mache. Und das fand ich eigentlich eine super witzige Idee und Tennis ist ja auch ein ziemlich eleganter Sport. Also da dieses Outfit, da ich das aus dem improvisiert habe und es nicht nach Anleitung, sondern einfach spontan gestrickt habe, nenne ich das jetzt einfach meinen Tennisanzug, weil es ganz gut passt und warum nicht? Ist ja auch lustig. Es ist auf jeden Fall ein tolles Projekt, um im Bett zu stricken vorm Einschlafen oder im Zug oder im Flugzeug, weil es einfach nur glatt rechts gestrickt wird. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich das unten abschließen soll. Ich habe überall Rippen, hier und hier an den Kanten von dem Oberteil. Der Bund ist hier auch in Rippen beim Rock, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich unten die Kante vom Rock auch in Rippen stricken möchte oder ob das langweilig aussieht. Ich möchte vorne den Schlitz machen, genauso wie hier, damit ich eben Beinfreiheit habe und sich hier dieses Element wiederholt im Rock. Aber ja, was meint ihr? Wahrscheinlich werde ich einfach Rippen machen, so wie hier, damit es einfach kohärent ist insgesamt. Aber ja, theoretisch könnte man auch einfach das umklappen unten am Bund. Oder ich weiß es nicht. Habt ihr andere Ideen, was gut aussehen könnte und ja, elegant ist und auch zu dem gesamten Outfit passt? Lasst es mir gerne in den Kommentaren. Das hat mir auf jeden Fall letztes Mal geholfen und auch Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen. Genau. Also lasst es mir gerne, hinterlasst mir dazu gerne eine Nachricht und eure Meinung, was ihr da so denkt. So mache ich den Einstieg. Ich hatte euch schon dieses Heft gezeigt von Mary Wallin, Cherish. Und ich habe mir jetzt ein Design da ausgesucht, das ich gerne stricken möchte. Und zwar ist es das hier. Das ist das Design Dana oder Dana. Und ich bin wirklich froh, dass die Wollnerin, das ist ein Wollgeschäft hier in Schöneberg, die Wovenfelder Tweed hat und von Woven Garne hat, weil es gar nicht so einfach ist, seit dem Brexit diese Sachen aus England zu bekommen. Und als erstes wollte ich mir war das ein Plan, mir Garn dafür zu kaufen. Plus, ich habe euch ja meinen blauen Reste-Pullover auch oder Reste-Jacke gezeigt oder angefangen, darüber zu erzählen.
letztes Mal und dafür brauche ich auch Garn, was jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist, weil eigentlich ist es ja ein Restepullover. Warum sollte ich dafür dann was Neues kaufen? Aber ich erkläre euch gleich warum. Zuerst zeige ich euch, aber ich war eben ganz froh, dass die Wollnerin von Rowan sehr viele Farben da hat. Und für Dana, also für das Modell aus diesem Heft, habe ich mir jetzt Garne gekauft. Und zwar ist es hier. Tada! Also das sind jetzt die verschiedenen bunten Farben und das wird dann die Hauptfarbe für die Ärmel und die untere Hälfte des Körpers. Also wird ganz schön bunt. Ganz, ganz sicher werde ich hier was übrig haben, weil ich werde ganz sicher was übrig haben, weil im Original verwendet Mary Wallin ihr eigenes Garn. Das wollte ich aber nicht verwenden, weil, also es ist ein 25 Gramm Knäuel, was natürlich Sinn macht beim Fair-Isle-Stricken, aber ihr Garn bekomme ich jetzt nur online und außerdem ist es viel teurer als die Rowan Felted Tweed. Mit der Rowan Felted Tweed habe ich schon gestrickt. Da habe ich euch, ich glaube, in der ersten Folge schon den Pullover gezeigt, den ich damit gestrickt habe. Und dieses Garn kann ich wirklich weiterempfehlen. Also es ist eine super, super Qualität. In ganz vielen verschiedenen Farben erhältlich. Kann man in der Waschmaschine im Wollwaschgang waschen. Kalt, passiert nichts, hält warm. Also es ist ein tolles Garn, wirklich. Deswegen wollte ich diesen Pullover gerne daraus stricken und da wird auch was übrig bleiben, was ich auch gut finde, weil dann kann ich mir immer noch was Neues ausdenken. Und im Zuge dieses Einkaufs, also ich wollte da gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil diesen Dana von Mary Wallin werde ich jetzt noch nicht sofort stricken, sondern wahrscheinlich eher zum Herbst hin. Aber ich habe dann auch die hier von Rowan Felted Tweed gekauft. Das ist ein etwas dunkleres Blau. Da habe ich mir 5 Knäuel gekauft. Ich glaube, es ist wahrscheinlich zu viel. Aber das habe ich gekauft eben für diesen Pullover oder Jacke besser gesagt, die ich aus meinen blauen Resten stricke. Hier kommt's also. Tada! Das habe ich also die letzten Wochen ganz viel gemacht. Ja, ich glaube, ich fange euch an, das von hinten zu erklären. Ich schmeiße mir das einfach so drüber. Das ist also der Rücken. Nicht wundern. Ha. So, der Rücken hier. Ich erzähle euch jetzt nur ein paar kurze Details dazu. Wenn ihr ein ausführliches Video darüber haben wollt, wie ich das gestrickt habe, was ich mir dabei gedacht habe und welche Garne ich verwendet habe und ihr wirklich ein anderes Frame haben wollt, also ich würde es dann auf den Tisch legen und die Kamera anders platzieren, damit ihr nur den Pullover seht und nicht mich, und dann eine genauere Erklärung haben wollt, was ich mir dabei gedacht habe, dann hinterlasst es mir gerne in den Kommentaren. Ich mache euch gerne ein genaueres Video dazu, falls es euch inspiriert, was Ähnliches zu machen und ihr auch viele Reste habt, die ihr auf irgendeine Art und Weise verarbeiten wollt. Dann lasst es mir gerne in den Kommentaren, wenn sich 5 Personen melden, die gerne ein spezielles Video darüber haben möchten, ein extra Video, das höchstens 15 Minuten lang sein wird, dann lasst es mir in den Kommentaren. Also bei 5 Personen, die es interessiert, würde ich ein kurzes Video darüber machen. Deswegen hier nur so kurz wie möglich. Und zwar habe ich hier mit dem Rücken von unten angefangen und das Ganze jetzt auch in einem Stück gestrickt. Ja, ich habe unterschiedliche Garne verwendet. Also zum Beispiel dieses Gelb hier habe ich selbst gesponnen. Dann das hier ist mehr so Sockengarn von der Gardeman. Hier habe ich ein bisschen Intarsia gemacht, aber nur an dieser einen Stelle. Sieht man das? So ist besser. Genau, und diese Diagonale, die ihr da seht, zwischen dem Blau ganz unten und dem Gelb oben drüber, die habe ich mit verkürzten Reihen hinbekommen. Und dann habt ihr hier dieses variierte Garn, wo ich dann Intarsia gemacht habe, so einen kleinen gelben Block hier. Und hier habe ich diese, ich glaube auf Englisch heißt es Tucks, auf Deutsch weiß ich das jetzt nicht. Das sind wie so kleine
kleine Würstchen, wo man praktisch ein paar Reihen strickt und es dann zusammenfaltet und Maschen aufnimmt und es dann zusammenstrickt. Also es macht hier dann so eine kleine Erhebung. Einmal in Gelb und einmal in Blau. Genauso habe ich hier auch so eine Diagonale hingemacht zwischen dem Mohair und diesem Blau, zwischen diesem Türkisblau mit verkürzten Reihen. Dann habe ich dieses Garn hier oben verwendet. Das habe ich mehrfädig genommen, weil das ist Garn, das habe ich mit meiner Handspindel gesponnen und am Spinnrad verzwirnt. Das ist aber sehr ungleichmäßig, weil das so meine ersten Versuche waren und deswegen habe ich das dann mehrfädig genommen. Also ich hatte es zweifädig verzwirnt und dann 2 Fäden zusammengenommen, also im Endeffekt hier 4-fädig. So sieht es aus. Genau, und dann drehe ich das mal kurz um. Ich habe das jetzt hier schon gewaschen und gespannt, damit es ein bisschen besser fällt und man es hier besser sehen kann. Und außerdem ist es für die Weiterverarbeitung jetzt auch besser, wenn es schon gespannt ist. Ja, hier habe ich ein bisschen von diesem Bouclé verwendet, von dem hier. Das ist Adèles Mohair Bouclé. Und hier vorne, was ich vor allem gemacht habe, ist Marling, also hier drunter. Da habe ich viel zweifädig gearbeitet. Also ich habe einfach 2 verschiedene Fäden von 2 verschiedenen Knäueln genommen in unterschiedlichen Farben. Und wie gesagt, das Blau sollte hier dominieren in dieser Jacke. Aber ich wollte gerne als Kontrast, habe ich gelb und meine gelben und orangen Reste genommen. Und dann habe ich hier ganz viel Marling gemacht. Marling ist, wenn man 2 verschiedene Farben von 2 verschiedenen Knäuel, also Farbfäden nimmt und die zusammen verstrickt. Und man kann die Fäden dann unterschiedlich abwechseln. Das wäre so ganz heruntergebrochen, was Marling ist. Das habe ich hier ein bisschen ausprobiert. Genau, die Sache ist dann, dass ich vorne und hier auch in der Schulterpartie sehr viel doppelt gestrickt habe und der Stoff hier dann einfach dicker geworden ist. Deshalb als im Rücken habe ich das nur einfädig verstrickt. Deswegen dachte ich, ich mache am Rücken noch hier so an diese kleinen Tocks, also an diese Würstchen da, vielleicht könnt ihr mir sagen, wie das auf Deutsch heißt, Fransen dran, um hier einfach noch eine Schicht hinzuzufügen. Aber dann ist mir aufgefallen, diese Fransen, da das sehr viele unterschiedliche Garne waren und auch zum Teil selbstgesponnene Garne, hatte ich den Eindruck, dass es, wenn ich zum Beispiel im Bürostuhl sitze, dass es schneller verfilzen wird und nicht so schön aussehen wird und sich einfach nur verknotet. Deshalb bin ich dann auf die Idee gekommen, mir einfach ganz normale Zöpfe zu flechten. Das werde ich hier noch zum Teil abschneiden, also es bleibt nicht so lang. Und ich finde die Idee eigentlich ganz schön, also es hat mir ganz gut gefallen, hier diese Zöpfe zu flechten, damit ich dann auch mehr Garn verbrauche. Und auf dieser Seite hier vorne haben mir die Farbkombinationen ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Deswegen dachte ich, mit den Resten, die mir gut gefallen und die ich unbedingt noch gerne in diesem Pullover verarbeiten möchte, mache ich auch Zöpfe und binde sie einfach hier vorne dran. Dann lenkt es ein bisschen ab von der Farbkombination hier, von dem Marling, die mich jetzt nicht umgehauen hat. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ich finde, dass in diesem Pullover ging es ja auch, oder bei diesem Projekt geht es ja darum, etwas spontan zu sein und einfach Garne frei Schnauze zu kombinieren. Und es muss nicht unbedingt alles immer schön sein, sozusagen, sondern also es ist trotzdem ästhetisch, es passt schon zusammen, es gefällt mir vielleicht nicht 1000%ig, aber das ist nicht schlimm, das gehört irgendwie zum Prozess dazu und zu diesem Experiment. Insgesamt gefällt mir die Jacke trotzdem, also nicht trotzdem, sondern vielleicht auch eben deswegen sehr gut. Ja, genau, das wäre so ein ganz kurzer Einblick, wo ich gerade stehe. Hier an den Schultern habe ich auch verkürzte Reihen gemacht, damit die hier schön besser anliegen. Ja, und was ich jetzt auch noch mache, damit eben im Rücken, um das hier ein bisschen zu verstärken, den hinteren Teil, den ich hier größtenteils einfädig gestrickt habe, stricke ich mit diesem Rest, was ich hier auch schon habe,
noch eine zweite Schicht im Rücken, also innen, noch hier ran. Und da habe ich nämlich Maschen aufgenommen, an diesem einen Würstchen sozusagen, und stricke das hier runter, damit ich eine zweite Schicht im unteren Rücken habe. Und ich möchte es dann auf der einen Seite zum Teil offen lassen. Dann habe ich nämlich eine Tasche im Rücken, wo ich dann auch mal was, also mein Telefon oder irgendwas reinschieben kann. Also wirkt es auch eine ein bisschen extravagante, aber auch praktische Jacke. Ja, ich habe ehrlich gesagt ich habe fast alle meine Reste verwendet. Theoretisch könnte ich das hier an den Seiten einfach zunähen und es ist groß genug. Aber die Idee jetzt hinter dieser Farbe, die ich jetzt dazu nehmen möchte, ist, dass ich dem Ganzen hier ein bisschen mehr Struktur verleihen möchte, damit es ein bisschen besser steht, weil die Kombination von unterschiedlichen Garnen, die unterschiedlich fallen und sich unterschiedlich verhalten, natürlich ein bisschen riskant ist. Und damit die Form dann besser ist und es ein bisschen besser sitzt und mehr Halt bekommt, möchte ich jetzt diese Jacke einrahmen. Also auch, weil die ziemlich wild und extravagant geworden ist, ist es auch ganz gut, die einzurahmen. Also erstens aus ästhetischen Gründen und auch aus physikalischen Gründen, die jetzt einzurahmen mit dieser Farbe. Und zwar werde ich an den Seiten dann noch hier einen Einsatz machen und mit verkürzten Reihen, damit ich diese Rundung vom Armausschnitt hinbekomme. Werde ich an beiden Seiten machen, wahrscheinlich in Kraus. Dann hier vorne auch ein Bündchen machen, vielleicht auch 1, 2 Knopflöcher. Unten eine Kante, auch komplett drumherum, um den Körper herum, und auch lange Ärmel möchte ich da dran haben. Genau, und dann wird das Ganze natürlich in diesem Dunkelblau hier eingerahmt und ist nicht ganz so crazy. Genau, das ist so die Idee dahinter. Die werde ich jetzt einfädig verwenden, also nicht zweifädig nehmen, das macht jetzt keinen Sinn. Einfädig reicht vollkommen. Also ihr könnt gespannt sein, wie das jetzt hier weitergeht mit dieser Jacke. Und es macht auch einfach Spaß, drauf loszustricken. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Intarsia-Formen gemacht. Das hat sich jetzt nicht ergeben, dafür habe ich mehr Marling gemacht, was auch okay ist. Das hat Spaß gemacht, das einfach da auf dem Sofa liegen zu haben und zu nehmen und einfach ohne nachzudenken zu stricken, sondern wirklich komplett nach Gefühl und auf meinen Haufen an Wollresten zu gucken und zu sehen, was passt zusammen, worauf habe ich gerade Lust, was wäre schön als nächstes zu nehmen, und das ist jetzt daraus entstanden. Noch 2 kleine Sachen möchte ich euch zeigen. Also beim Stricken von diesem Restepullover, ich habe ja dieses Bouclé-Garn verwendet, was ich wunderschön finde und ich fast zu schade fand für diesen Restepullover. Obwohl in dem Restepullover auch nur schöne, hochwertige Garne drin sind. Also im Prinzip ist es nicht zu schade, weil alle diese Garne sind von der Qualität her so hochwertig wie das hier. Aber das hier fand ich schon etwas besonderer. Da ich noch einen kompletten Strang davon hatte, wollte ich das nicht. Ich wollte nicht alles da drin verwenden, sondern es noch anderweitig verarbeiten. Und eben beim Stricken ist mir aufgefallen, dass dieses Bouclé sehr gut zu diesen 2 Farben hier passt. Dieses Gelb und dieses Jeans-Blau, da ist ein bisschen weiß, verschiedene Blautöne und ein bisschen Glitzer drin. Und Gelb habe ich selbst gesponnen, das Gelbe am Spinnrad und das hier an der Handspindel, und dann habe ich das am Spinnrad verzwirnt. Und ich finde, das passt wunderschön mit diesem Bouclé zusammen. Also werde ich demnächst daraus ein Oberteil auf jeden Fall machen. Wahrscheinlich etwas ganz Simples, kein komplizierter Schnitt. Das war's für die Strickprojekte für heute. Habe ich euch alles gezeigt. Eine letzte Sache möchte ich mit euch teilen. Und zwar geht es da eher um Makramee. Wie ihr hier schon seht, habe ich was rumliegen. Das sind Lampenschirme, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, und ich habe den Stoff bzw. das Papier, was da drauf war, entfernt.
Ich wohne schon seit 2 Jahren hier in meinem Zuhause und habe immer noch keine Lampenschirme im Wohnzimmer. Deswegen wollte ich die einfach gerne selber machen. Ja, hier habe ich schon ein bisschen angefangen zu knoten. Genau, ich mache das nicht nach einer besonderen Anleitung, sondern habe einfach die Basic-Knoten auf Videos auf YouTube mir angeeignet, weil ich letzten Sommer bereits einen Wandbeihang gemacht habe in Makramee und es macht super viel Spaß. Ist eine Abwechslung zum Stricken. Ja, da habe ich jetzt diese 2 Farben mir bestellt von Kokonki. Die sind ein bisschen intensiver, als ich das ursprünglich wollte für meine Lampenschirme, aber da meine Wände weiß sind, finde ich das jetzt nicht so problematisch. Vielleicht werde ich da auch noch ein bisschen weißen Stoff reinwickeln oder so. Keine Ahnung, wenn ihr da Tipps habt, dass sowas selber schon mal gemacht habt, vielleicht Lampenschirme mit Makramee oder ein Video kennt, was ihr mir empfehlen könnt, wo ich mir was abschauen könnte, dann teilt mir das gerne mit. Ganz schön viel geschafft heute. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hatte eine schöne Zeit. Es macht natürlich Spaß, über Stricken und Handarbeiten zu sprechen und ich freue mich natürlich, wenn ich im Nachgang dann Rückmeldungen von euch bekomme, was ihr so denkt, ob es euch gefällt oder auch nicht gefällt oder was ihr vielleicht anders machen würdet. Genau, also ich freue mich sehr auf das nächste Mal dann wieder und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr eine gute Zeit hattet mit mir und vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ja, okay, dann sage ich euch bis zum nächsten Mal. Ciao!